In dieser Anleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ein Relais prüfen kannst. Alles, was du zum Testen benötigst, ist eine handelsübliche 9-Volt-Batterie sowie ein einfaches Multimeter. Die Messung demonstriere ich dir am Beispiel zweier 12-Volt-Autorelais, einem Schließerrelais mit 4 Pins von Bosch sowie einem Umschaltrelais mit 5 Pins von Heller. Der Hersteller spielt bei der Prüfung jedoch grundsätzlich keine Rolle. Ich beginne mit dem 4-Pin-Mini-Relais von Bosch. Das Schaltbild ist auf der Oberseite aufgedruckt. Daran lässt sich sofort erkennen, dass es sich um ein reines Schließerrelais handelt, auch Normally Open Relais genannt. Das bedeutet, zwischen den Pins 30 und 87 besteht so lange keine Verbindung, bis eine Spannung an 85 und 86 angelegt wird. Üblicherweise ist die Belegung neben den Kontakten aufgedruckt. Da die Anordnung der Pins jedoch von Modell zu Modell abweichen kann, sollte man sich beim Messen immer an den Nummern orientieren, nicht an ihrer Position. Das Bosch-Relais ist hierfür ein gutes Beispiel, denn hier sind Spulen und Schaltkontakte fahrzeugspezifisch seitlich versetzt, statt wie üblich gegenüberliegend. Die Relaisschaltung lässt sich ganz einfach mit einer 9-Volt-Blockbatterie testen, also fernab einer 12-Volt-Autobatterie. Dazu wird einer der Batteriepole mit Pin 85 und der andere mit 86 verbunden. Ein leises Klacken bestätigt, dass das Relais geschaltet hat. Bleibt es hingegen aus, deutet das auf einen möglichen Defekt hin. Das Klackgeräusch weist jedoch lediglich auf einen Schaltvorgang hin. Ob dabei auch tatsächlich ein elektrischer Kontakt entsteht, sagt es dagegen nicht aus. Deshalb sollte man Relais mit dem Multimeter prüfen. Ein einfaches Modell mit Widerstandsmessung genügt. Die erste Messung erfolgt an den Spulenanschlüssen 85 und 86. Bei einem funktionsfähigen 12-Volt-Relais ist ein Wert zwischen 50 und 200 Ohm zu erwarten. Meines liegt mit 78 Ohm also völlig im grünen Bereich. Würde hingegen kein Widerstand gemessen werden, hieße dies, dass die Spule unterbrochen wäre. Bei einer Messung nahe 0 Ohm läge stattdessen ein Kurzschluss vor. Danach wiederhole ich die Messung am Schaltkontakt, also an den Pins 30 und 87. Im ungeschalteten Zustand sollte bei einem intakten Schließerrelais kein Durchgang messbar sein. Auch das ist der Fall. Nun lege ich Spannung an die Spule an. Das Multimeter sollte mir daraufhin einen niedrigohmigen Durchgang anzeigen. Und genau das tut es auch. Damit ist klar, dass das Relais einwandfrei funktioniert. Bei einem Defekt würde stattdessen gar kein oder nur ein sehr hochohmiger Durchgang angezeigt werden. Nun wäre da noch das 5-Pin-Wechselrelais von Heller. Ein Blick auf das Schaltbild zeigt, dass es sich nur durch den zusätzlichen Kontakt 87a vom 4-Pin Bosch-Relais unterscheidet und natürlich der Anordnung. Zwischen den Pins 85 und 86 liegt die Spule und unter Spannung wird wieder der Kontakt zwischen 30 und 87 geschlossen. Pin 87a verhält sich genau umgekehrt und entspricht der Funktionsweise eines Öffnerrelais, auch als Normally Closed Relais bekannt. Das Heller Multifunktionsrelais vereint also beide Relaistypen. Wie gehabt messe ich zunächst den Spulenwiderstand zwischen Pin 85 und 86. Das Multimeter zeigt mir einen Widerstand von 74 Ohm an und bestätigt damit, dass die Spule in Ordnung ist. Die Schaltpins 30 und 87 sind ohne Kontakt, so wie es sein soll. 30 und 87a sollten hingegen verbunden sein. Und das sind sie auch, mit einem optimalen Widerstand nahe 0. Nun lege ich wieder Spannung an die Spule an. Infolgedessen verliert Relais-Pin 30 den Durchgang zu 87a. Dafür besteht nun eine niedrigstohmige Verbindung zu Pin 87. Abweichungen von diesem Schaltschema oder ungewöhnliche Widerstandswerte würden wie gehabt auf ein defektes Relais hindeuten. Und damit habe ich dir gezeigt, wie du ein Kfz-Relais mit einem Multimeter und einer Batterie auf einen Defekt prüfen kannst. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniere außerdem den Kanal, um künftig keine weiteren Inhalte dieser Art mehr zu verpassen.